Die beste CNC-Fräse ist maximal so gut wie der Fräser, den ihr einspannt. Und damit herzlich willkommen zurück. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen geht es heute um die Fräser. Ich habe es ja schon mal ein bisschen angekündigt, dass ich demnächst mal was über Fräser mache. Ich zeige euch heute, was für Fräser ich habe, woher ich sie beziehe, welche Fräser für Einsteiger so am Anfang perfekt sind. Gerade wenn ihr eure Fräse gerade fertiggestellt habt, ist es ja erstmal die Frage, was mache ich überhaupt? Das klären wir heute alles, denn eure Fräse, egal wie gut sie ist, egal wie steif sie ist, spannt ihr einen stumpfen oder nicht qualitativ hochwertigen Fräser ein, ich habe die Erfahrung selber gemacht, ist das Fräsergebnis einfach nicht zufriedenstellend und das ist einfach ernüchternd. Da kann man noch so genau bauen und noch so tolle G-Codes schreiben. Wenn der Fräser nicht das macht, was ihr wollt, ist das Ergebnis einfach Mist. Und ihr müsst ja auch bedenken, dass das Einzige, was die Fräse berührt oder das Werkstück berührt, ist der Fräser. Deswegen, diese kleinen Kameraden hier, die sind wirklich von höchster Priorität und da sollte man auch nicht sparen. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Wladimir Tissen bedanken. Der hat mir über die Amazon Wunschlist, die unten verlinkt ist, Farben zukommen lassen, womit ich Epoxidharz einfärben kann. Da kann man dann weitere coole Projekte machen. Er hat auch einen Gruß hinterlassen, hat mir geschrieben, viel Erfolg in deiner Zukunft. Danke dir, Wladimir. Ich werde das in die nächsten Projekte irgendwann mit einbauen. Bevor wir gleich richtig Späne fliegen lassen, und ich verspreche euch, es werden Späne fliegen, Aluminium, Bambus, Holz, Kunststoff, alles dabei heute, ich zeige es euch gleich, möchte ich ganz kurz auf die Fräse eingehen und kurz erklären, warum die überhaupt hier stehen. Ich habe meine Fräser sonst immer bei eBay oder Amazon gekauft, immer hier und da mal einen einzelnen Fräser und da waren mal gute bei, mal schlechte. Das Problem ist, habt ihr mal einen guten Fräser, ihr kennt es selbst das Problem, ist es fast unmöglich, den nachzukaufen, geschweige denn in anderen Größen. Und das ging mir mal ziemlich auf den Keks, muss ich zugeben, und das Blatt hat sich für mich dann im September gewendet. Da hat nämlich, also ich habe eine E-Mail bekommen von Bastian und Phil aus Münster, das sind zwei junge Kerle, die haben Maschinenbau studiert und nach ihrem Studium haben die sich selbstständig gemacht mit einer Firma, die quasi Maschinenbauteile herstellt, Fräser, alles mögliche, was ihr für die CNC-Fräse braucht, haben die im Angebot. Und die haben gesehen, dass ich einen Fräser von denen schon benutzt habe und haben halt gefragt, bist du zufrieden? Das war ich. Und die haben mir dann Fräser zugeschickt. Ich sollte die einfach mal testen. Und ich bin grundsätzlich gar kein Fan von so Kooperationen, das habe ich denen auch gesagt. Und das liegt einfach daran, dass ich mich niemals so ein bisschen in die Enge treiben lassen möchte. Ich möchte niemals im Zugzwang sein, ein Video zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, so Kooperationen, eigentlich taugt mir das nichts. Aber in dem Fall ist es was Besonderes, weil Fräser, wie ich vorhin schon sagte, sind mit das Wichtigste bei der CNC-Fräse. Und es ist eine Win-Win-Situation für alle drei Beteiligten. Für Bastian und Phil, für mich und für euch. Bastian und Phil, die kriegen natürlich ein schönes Review von ihren Fräsern. Ich habe jetzt Fräser zum Testen bekommen und bin da durchaus zufrieden mit, habe in Zukunft eine Quelle für meine Fräser. Und ihr seid in meinen Augen die Hauptgewinner, weil bevor ihr Fräser kauft, könnt ihr sehen, taugen die überhaupt was, ne? Weil ich zeige euch das ja wirklich im Detail. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich keine Absaugung habe. Ich werde immer wieder gefragt, baut ihr doch eine Absaugung dran? Ja, ist ganz toll, aber dann seht ihr nichts mehr. Und ich möchte euch einfach diese Bilder, die ihr regelmäßig bei mir seht, diese Nahaufnahmen mit diesen schönen Schnitten, das ist ja teilweise wirklich befriedigend zuzugucken, möchte ich euch weiterhin bieten, deswegen keine Absaugung. Wie gesagt, ihr seid die Hauptgewinner, ihr könnt euch gucken, anschauen, was die Fräser können, und ich verlinke euch alle Fräser für die folgenden Projekte, alle Fräser, die wir heute benutzen, alle Fräser, die ich so benutze und im Angebot habe, verlinke ich euch unten, vernünftig beschriftet. Da könnt ihr dann einfach mal durchstöbern und gucken, ob da für euch was bei ist. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen auch damit das Problem nehme, was ich lange Zeit hatte, dass ihr immer wieder mal verschiedene Fräser habt und nie wisst, wo kaufe ich das nach. Darüber hinaus finde ich es einfach ziemlich cool. Erstmal kommen die beiden aus Münster, das ist meine Heimatstadt, deswegen war sowieso schon Sympathie da. Und die zweite Sache, die ich auch recht cool finde, ist, ich bin nicht so der Fan von diesen Mainstream-Mammut-Firmen. Das ist super, die stellen tolle Produkte her, aber ich finde, dass man auch kleinen Firmen, die gute Arbeit leisten und gute Produkte auf dem Markt geben, immer wieder mal die Chance geben soll, sich überhaupt erstmal zu etablieren und ihre Position zu finden. Und in meinen Augen haben sie das mit den Fräsern zumindest schon sehr gut geschafft. Also ich habe wirklich fast alle Fräser, die ich jetzt hier im Repertoire habe, getestet und ich war nicht von einem einzigen enttäuscht. Aber bevor wir jetzt weiterreden, ich zeige euch einfach jetzt, was wir machen. Ich teste heute 4 Fräser. Was genau, das gucken wir uns einfach jetzt mal an.
ist ein ziemlich hartes Holz bzw. hartes Gras und sehr faserig. Ich finde es gar nicht so leicht zu bearbeiten tatsächlich. Die Taschen habe ich mit einem 8 mm Zweischneider MDF Holzfräser gefräst und die Kontur außen dann mit dem gleichen Fräser nur in 6 mm Stärke, einfach damit nicht so viel Material abgetragen wird. Die Gravur hinten drauf, die werden wir jetzt machen mit einem Phasenfräser 6 mm. Die Gravur hatte ich einfach noch in meinem G-Code-Repertoire und ich denke mal, die passt da hinten ganz gut drauf. Abgesehen davon finde ich Gravieren im Bambus auch nicht so leicht, weil die leichten oder die kleinen Fasern sich gerne mal ablösen. Da braucht man schon wirklich scharfe Fräser für. Als nächstes habe ich versucht, aus Hartkunststoff ein Zahnrad auszufräsen. Warum versucht? Ihr seht selbst, es hat sich leider gelöst, kurz vor Fertigstellung des Werkstücks, weil meine Haltestege falsch programmiert waren. Dafür habe ich benutzt einen VHM Schafffräser für Kunststoffe. Das ist ein Einschneider. Der sieht ähnlich aus wie Aluminium-Einschneider, allerdings hat er auf der Rückseite, wenn man genau hinguckt, so Riefen, die den Span, glaube ich, besser abtransportieren, als wenn ihr das mit einem Aluminiumschneider macht. Als nächstes zeige ich euch die Arbeit eines Gravur- oder Gravierstichels. Da kann man wunderbar echt schöne kleine filigrane Arbeiten mitmachen. Plexiglas eignet sich super. Ich habe am Ende sogar versucht, Aluminium damit dreidimensional zu fräsen. Als nächstes in meinen Augen die Königsdisziplin für selbstgebaute CNC-Fräsen, Aluminium. Ich habe hier ein echt massives Stück Aluminium-Gusslegierung, das habe ich auch aus dem Shop, ich verlinke euch das unten. Das lässt sich herrlich zersparen und dafür habe ich verwendet einen Aluminium-Einschneider, also einen Aluminiumfräser-Einschneider, 6 mm im Durchmesser. Und ich habe 2 Taschen fräsen lassen mit verschiedenen Frässtrategien. Die erste Strategie war quasi, viele kennen es unter Wirbelfräsen. Fusion 360 nennt es 2D Adaptive Clearing, glaube ich. Das heißt, der Fräser macht mit einem Helix oder einer Spirale, fährt er auf die volle Tiefe der Tasche rein und nimmt dann immer, ich bin im Gleichlauf gewesen, die Zustellung, die ihr einstellt, quasi weg. So nutzt ihr quasi nicht nur die Spitze vom Fräser, sondern die volle Länge, die ihr quasi eingestellt habt für eure Taschentiefe. Die zweite Tasche habe ich quasi konventionell gemacht, da bin ich quasi eingetaucht, 1,5 mm und habe dann mit einem Vorschub von 1500 mm die Tasche freigeräumt. Das war gar nicht so ungefährlich, da so nah dran zu stehen und zu filmen. Gut, dass ich Schutzbrille alles auf hatte. Die Späne sind wirklich 3-4 Meter weit weggeflogen. Aber in meinen Augen war es für die Oberfläche, fürs Auge zumindest, die schönere Strategie. Die Riefen, die man hier sieht, fühlt man nicht tatsächlich, aber fürs Auge muss ich ganz deutlich sagen, ist die zweite Tasche, wo ich am Ende einfach nochmal schön entlang geschlichtet habe, viel, viel schöner. Ich denke mal, diese Oberfläche, die kann sich richtig sehen lassen. Guckt es euch einfach mal an, wir gucken uns nachher nochmal die Tasche im Detail an.
Ich bin immer total fasziniert, wie gut diese selbstgebaute Fräse tatsächlich durch das Aluminium wandert. Das macht wirklich Spaß zuzugucken. Das ist zwar Hölle laut, aber ich denke mal, die Oberfläche, wenn wir uns die mal genau angucken, die kann sich wirklich sehen lassen. Ihr seht quasi in der linken Tasche, da sieht man viel mehr Riefen auch an der Wand, wo quasi dieses Wirbelfräsen oder dieses 2D Adaptive Clearing quasi gearbeitet hat. Und auf der anderen Seite, wenn wir da mal ein bisschen näher rangucken, ist das wirklich eine richtig tolle Oberfläche gewesen. Bedenkt bitte, ohne Kühlung, ohne Schmierung, mit einem 6 mm Einschneider, tipptopp Ergebnis, ich bin total zufrieden. Welche Fräser würde ich euch empfehlen, wenn eure Fräse gerade fertig geworden ist und ihr wirklich in den Tapsi-Anfängen steht mit der Fräserei? Ich würde euch als allererstes empfehlen, falls ihr Anfänger seid, ein Gravierstichel. Mit dem Gravierstichel macht man nichts falsch. Da kann man wirklich ohne Schmutz kleine Sachen gut gravieren. Der Aha-Effekt ist da, weil wirklich saubere, klare Kanten entstehen. Gravierstichel kann man immer zu Hause haben. Dann würde ich euch empfehlen, einen Holzfräser, so einen MDF-Zweischneider mit geraden Klingen. Da habt ihr einfach saubere Kanten, selbst wenn ihr anfangs nur mit Kreisen und Vierecken anfangt oder mal eine Tasche ausfräsen wollt. Ihr habt einfach saubere Ergebnisse. Wer sich dann mehr traut, klar, für Aluminium und Kunststoff die Einschneider, die taugen auch schon was. Und nicht zu vergessen ist der Phasenfräser, weil mit einem Phasenfräser könnt ihr Phasen machen logischerweise oder auch gravieren, wie ihr es vorhin gesehen habt. Und ich denke mal, wenn ihr diese 5 verschiedenen Fräser zu Hause habt, habt ihr schon unfassbar viel, mit denen ihr erstmal ausprobieren könnt. Für die, die fortgeschrittener sind und die natürlich alles ausprobieren wollt, ihr werdet jetzt in der Zukunft immer wieder mal sehen, dass ich alle möglichen Fräser verschieden benutzen werde für viele Projekte. Ihr findet alles, was ihr dafür braucht, unten. Alle Fräser, die ihr heute benutzt haben, findet ihr unten. Die in den zukünftigen Projekten kommen, werde ich auch unten verlinken. Und stöbert einfach mal durch den Shop bei den Jungs. Die haben echt viel Zeugs für eure CNC-Fräsen, was ihr da braucht. Inklusive dieser speziellen Kupplung, die quasi torsionsfrei ist. Da werde ich immer wieder gefragt, Thomas, wo hast du die her? Die findet man nicht. Ja, das stimmt. Man findet diese Kupplung meistens mit diesem Federring für 3D-Drucker. Da kann aber eine Torsion stattfinden. Diese hier ist torsionsfrei, weil diese Schlitze nicht in einer Feder und einem Ring angeordnet sind, sondern immer 90 Grad versetzt. Haben die Jungs auch im Angebot. Stöbert da einfach mal durch. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe mich mega gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich finde, wir haben echt coole Späne produziert und auch gute Kanten. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie stabil und stark meine selbstgebaute Fräse ist. Ich feiere das Ding echt, muss ich zugeben. Abgesehen davon ist das Ding einfach so klein, dass das fast überall hinpasst. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis bald. Bleibt gesund.